Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Nah Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Mut zum Blut ist ein umfassendes, inklusives und warmherziges Handbuch, das die Menstruation aus der Schamzone holt und in den Mittelpunkt eines informierten, selbstbestimmten Alltags stellt. Cella Quint, Vordenkerin der Periodenpositivität, verbindet fundiertes Wissen mit alltagsnahen Strategien, Humor und einer klaren, respektvollen Sprache, die wirklich alle Menschen anspricht, die menstruieren oder die Menstruation besser verstehen möchten. Statt nur Fakten aneinanderzureihen, schafft das Buch einen sicheren Raum zum Lernen, Nachfragen und Reflektieren. Es zeigt, wie vielfältig Menstruation erlebt wird, wie Kultur, Medien und Mythen unsere Wahrnehmung prägen und wie man mit praktischen Werkzeugen zu mehr Wohlbefinden, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit findet. Dieses Handbuch richtet sich an Jugendliche wie Erwachsene, an Eltern, Lehrkräfte, Gesundheitsfachkräfte, Teamleitungen und Verbündete. Es erklärt die Biologie des Zyklus genauso wie die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, die Produkte und ihre Vor- und Nachteile, die politischen Dimensionen von Zugang und Fairness sowie die psychische Seite von Zyklus und Selbstfürsorge. Wer bisher unsicher war, findet klare Orientierung. Wer schon viel weiß, entdeckt neue Perspektiven, inklusive Sprache und konkrete Möglichkeiten im eigenen Umfeld Veränderung anzustoßen. Mut zum Blut ist damit mehr als ein Nachschlagewerk. Es ist ein Werkzeugkasten für Körperwissen, kritisches Denken und solidarisches Handeln. Es ermutigt, den eigenen Zyklus als wertvolle Informationsquelle zu nutzen, Beschwerden ernst zu nehmen, medizinische Hilfe kompetent einzufordern und eine Kultur der Offenheit zu fördern. Das macht das Buch zu einem starken Begleiter auf dem Weg zu mehr Gesundheit, Gleichberechtigung und Selbstvertrauen. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens, Scham abbauen, Mythen knacken und Periodenpositivität leben. Ein zentrales Anliegen des Buches ist die Enttabuisierung. Menstruation ist alltäglich und trotzdem mit Scham, Flüstern und Euphemismen belegt. Cella Quint zeigt, wie diese Muster historisch gewachsen sind und durch Werbung, Medienbilder und unausgesprochene Regeln stabil bleiben. Statt moralischem Zeigefinger setzt das Buch auf Humor, anschauliche Beispiele und kritische Medienkompetenz. Leserinnen und Leser lernen, Werbeversprechen zu hinterfragen, Mythen zu erkennen und scheinbar neutrale Normen als das zu entlarven, was sie oft sind: verkäufliche Narrative oder tradierte Vorurteile. Periodenpositivität bedeutet nicht, jede Blutung zu feiern oder Schmerzen zu romantisieren. Es geht darum, ein realistisches, respektvolles Bild der Menstruation zu etablieren und die Vielfalt von Erfahrungen anzuerkennen. Manche haben kaum Beschwerden, andere sind stark eingeschränkt. Beides hat Platz. Das Buch hilft, eigene Gefühle und Grenzen zu benennen und zeigt, wie eine offene Sprache Türen öffnet. In der Familie, in Freundeskreisen, in Klassenzimmern und Teams. Gerade die Analyse von Sprache ist dabei ein wirksames Werkzeug. Wer statt negativ besetzter Redewendungen neutrale oder ermächtigende Formulierungen nutzt, verändert Kommunikation spürbar. Konkrete Übungen und Reflexionsfragen unterstützen, Scham abzubauen. Dazu gehören Medienchecks, in denen man Darstellungen von Menstruation kritisch unter die Lupe nimmt, ebenso wie kleine Alltagsaktionen, etwa Informationsmaterial teilen, Periodenprodukte sichtbar und zugänglich machen oder Regeln im eigenen Umfeld prüfen. Das Buch ermutigt, Bündnisse zu schließen und sich zu vernetzen. Periodenpositivität ist eine Haltung, die individuelle Selbstbestimmung fördert und kollektive Veränderungen möglich macht. Sie wirkt gegen Stigma, stärkt Gesundheit und schafft Raum für Empathie. Wer diese Haltung verinnerlicht, wird zum Vorbild und zur verlässlichen Ansprechperson für andere. So entsteht ein Kreislauf aus Wissen, Vertrauen und praktischer Unterstützung, der weit über den eigenen Zyklus hinausreicht. Zweitens.
Körperwissen und Zykluskompetenz. Biologie verständlich und alltagsnah. Das Buch vermittelt die Grundlagen von Anatomie und Hormonhaushalt klar und lebensnah. Leserinnen und Leser erfahren, wie Gebärmutter, Eierstöcke, Schleimhaut und Hormone ineinandergreifen und den Zyklus steuern. Die typischen Phasen werden nachvollziehbar erklärt. Menstruation, Follikelphase, Eisprung und Lutealphase. Statt starrer Normen betont Cellaquint die breite Spannbreite des Gesunden. Zykluslängen variieren, Symptome sind individuell und es gibt kein Einheitsmuster. Diese Perspektive nimmt Druck heraus und stärkt Selbstbeobachtung statt Selbstkritik. Besonderes Gewicht legt das Buch auf Zyklus-Tracking als Werkzeug für Selbstkenntnis. Es zeigt verschiedene Methoden, vom einfachen Kalender über Symptomtagebücher bis zu Temperaturmessung und digitalen Apps. Praktische Hinweise helfen, Trends zu erkennen. Wie verändern sich Energie, Schlaf, Stimmung, Haut, Appetit oder Leistung im Sport? Gleichzeitig sensibilisiert das Buch für Datenschutzfragen bei Apps und empfiehlt, wichtige Gesundheitsdaten zusätzlich analog zu sichern. Aus Beobachtungen werden so alltagstaugliche Entscheidungen, etwa wann man anspruchsvolle Aufgaben plant, Erholungsfenster setzt oder Trainings anpasst. Wichtig ist auch die Differenzierung zwischen alltäglichen Beschwerden und Warnzeichen. Das Buch benennt klar, wann medizinische Abklärung sinnvoll ist. Sehr starke Blutungen, Zyklen außerhalb weiter Spannen, Blutungen zwischen den Perioden, ungewöhnliche Gerüche, Fieber oder extrem einschränkende Schmerzen. Es bietet Überblick zu häufigen Diagnosen wie Endometriose, Adenomiose, PCOS oder Schilddrüsenstörungen und zeigt, welche Fragen im Gespräch mit Fachpersonen helfen, eine passende Behandlung zu finden. Dazu gehören auch Hinweise auf Eisenmangel sowie die Unterscheidung zwischen PMS und PMDD. Im Fokus steht die Selbstbefähigung. Wer den eigenen Körper versteht, kann Beschwerden gezielter adressieren, Therapien besser begleiten und sich in medizinischen Settings souverän bewegen. Das Buch gibt Anregungen zu evidenzbasierten Optionen für Schmerzmanagement, etwa Wärme, Bewegung, Entspannung, ausreichend Schlaf und verträgliche Schmerzmittel, und es warnt vor zweifelhaften Versprechen. Zykluswissen wird als Ressource verstanden, die dabei hilft, Grenzen zu wahren, Bedürfnisse zu formulieren und den Alltag verlässlich zu strukturieren. Diese gelassene, informierte Haltung ist der Kern von Zykluskompetenz. Drittens. Produkte, Sicherheit und Nachhaltigkeit. Informierte Entscheidungen treffen. Die Wahl der passenden Periodenprodukte ist hochindividuell. Mut zum Blut verschafft einen nüchternen Überblick über Optionen, Vor- und Nachteile, Anwendung und Pflege. Behandelt werden Einwegprodukte wie Binden und Tampons, wiederverwendbare Alternativen wie Menstruationstassen, Stoffbinden und Periodenunterwäsche sowie relativ neue Varianten wie Menstruationsscheiben. Das Buch erklärt Materialien, Saugstärken, Größen und Features, etwa Applikatoren oder Flügel, und gibt Tipps, wie man Produkttypen sicher ausprobiert, ohne sich zu überfordern. Sicherheit steht dabei an erster Stelle. Cellaquint erläutert, worauf bei Hygiene zu achten ist, wie man Infektionsrisiken minimiert, was beim seltenen toxischen Schocksyndrom zu berücksichtigen ist und wie man Gerüche oder Hautirritationen vermeidet. Ein wichtiger Rat ist, unparfümierte Produkte zu bevorzugen, die richtige Saugstärke zu wählen und regelmäßige Wechsel- oder Reinigungsintervalle einzuhalten. Für Tassen und Scheiben finden sich Schritt für Schritt Hinweise zu Falttechniken, Einsetzen, Entfernen und Sterilisieren. Periodenunterwäsche und Stoffbinden werden in Bezug auf Waschtemperaturen, Fleckenbehandlung und Lagerung erklärt, damit die Produkte lange halten und hygienisch bleiben. Nachhaltigkeit und Kosten sind weitere Schwerpunkte. Das Buch stellt Lebenszykluskosten von Einweg- und Mehrwegprodukten gegenüber und beleuchtet ökologische Aspekte wie Müllaufkommen, Ressourcenverbrauch und Verpackungen. Wer investieren kann, profitiert oft langfristig von wiederverwendbaren Lösungen, doch das Buch bleibt realistisch.
Verfügbarkeit, Komfort, körperliche Bedürfnisse oder Wohnsituation beeinflussen die Wahl. Auch Barrierefreiheit und motorische Aspekte werden bedacht, etwa wenn das Einsetzen von Tassen herausfordernd ist. Für unterschiedliche Lebenslagen bietet das Buch Strategien, vom Notfallkit in Tasche oder Rucksack bis zu Reise- und Sporttipps. Darüber hinaus thematisiert Mut zum Blut Produktgerechtigkeit. Es geht um kostenlosen oder günstigen Zugang in Schulen, Betrieben und öffentlichen Einrichtungen sowie um transparente Kennzeichnungen. Leserinnen und Leser erhalten Formulierungshilfen, um im eigenen Umfeld für bessere Ausstattung einzutreten, etwa für Mülleimer in allen Toiletten, erreichbare Handwaschgelegenheiten und diskrete Aufbewahrung. Indem das Buch Wissen, Sicherheit und Nachhaltigkeit zusammenbringt, ermöglicht es informierte Entscheidungen, die Körper, Budget und Umwelt gleichermaßen guttun. 4. Rechte, Teilhabe und Politik. Periodengerechtigkeit im Alltag verankern. Menstruation ist nicht nur eine private Angelegenheit, sondern auch eine Frage von Rechten und Gerechtigkeit. Mut zum Blut zeigt, wie Politik, Bildung, Arbeitswelt und Stadtplanung beeinflussen, ob Menschen selbstbestimmt und würdevoll menstruieren können. Ein zentrales Thema ist Menstruationsarmut. Wer keinen verlässlichen Zugang zu Produkten, sauberen Sanitäranlagen und Information hat, erlebt Ausgrenzung und Gesundheitsrisiken. Das Buch erläutert aktuelle Initiativen, etwa die kostenfreie Bereitstellung in öffentlichen Einrichtungen oder Schulen, und zeigt, wie man lokal aktiv wird, Kooperationen mit Organisationen eingeht und Bedarfe sichtbar macht. Arbeitsplatz und Schule sind weitere Schlüsselfelder. Das Buch bietet konkrete Leitlinien für periodenfreundliche Umgebungen, ausreichende Pausen, flexible Regelungen bei Beschwerden, Zugang zu Wasser, Seife, Mülleimern und Produkten, sowie die Enttabuisierung in der Kommunikation. Teamleitungen finden Anregungen, wie man Richtlinien entwickelt, ohne intime Details abzufragen, und wie man klare Verfahren für Notfälle etabliert. Für Sportvereine werden Trainingsanpassungen, Kleidungstipps und ein offener Umgang mit Leistungsfluktuationen skizziert. Damit werden Fehlzeiten reduziert und Teilhabe gestärkt. Ein weiterer Schwerpunkt ist Sprache und Inklusion. Das Buch plädiert dafür, von Menschen, die menstruieren, zu sprechen, um auch trans- und nicht-binäre Personen einzubeziehen. Gleichzeitig wird anerkannt, dass viele Frauen ihre Menstruation als wichtigen Teil ihrer Körpererfahrung sehen. Diese Balance schafft Zugehörigkeit statt Spaltung. Das Buch lädt dazu ein, lokale Kontexte zu berücksichtigen und gemeinsam angemessene Bezeichnungen zu finden, die respektvoll und klar sind. Schließlich vermittelt Mut zum Blut Werkzeugwissen für Advocacy. Dazu gehören Checklisten für Veranstaltungen und Räume, Mustertexte für Anträge, Ideen für Projekttage und Workshops sowie Hinweise zur Wirkungsmessung. Durch Beispiele guter Praxis wird greifbar, wie schnell kleine Veränderungen große Wirkung entfalten können. Etwa gut sichtbare Hinweisschilder, Körbchen mit Produkten in Waschräumen oder kurze Einführungen in Teamsitzungen. Indem das Buch Rechte mit Alltagspraxis verknüpft, macht es Periodengerechtigkeit erreichbar und nachhaltig. Schließlich Kommunikation, Beziehungen und Selbstfürsorge. Im Zyklus gut für sich sorgen. Neben Wissen und Politik widmet sich das Buch intensiv der persönlichen Ebene. Wie spreche ich mit Partnern, Eltern, Kindern, Kolleginnen und Lehrkräften über die Periode? Wie erkläre ich Jugendlichen, was auf sie zukommt, ohne Angst zu schüren? Wie formuliere ich Bedürfnisse, ohne mich zu rechtfertigen? Cella Quint liefert dafür klare, freundliche Formulierungsbeispiele, die sich an unterschiedliche Altersgruppen und Kontexte anpassen lassen. Ziel ist eine Kultur, in der Fragen willkommen sind und Unterstützung selbstverständlich ist. Selbstfürsorge erhält einen breiten Raum. Das Buch bündelt evidenznahe Strategien gegen Beschwerden. Wärme, sanfte Bewegung, Dehnung, ausreichend Schlaf, Entspannungsmethoden, ausgewogene Ernährung und passende Flüssigkeitszufuhr. Es weist auf mögliche Nährstoffthemen hin,
etwa Eisen bei starken Blutungen, und sensibilisiert für individuelle Verträglichkeiten. Für den Alltag werden zyklusfreundliche Routinen vorgeschlagen, Aufgaben clustern, Pufferzeiten einplanen, Reisetage vorbereiten, Notfallsets mit Produkten, Schmerzmittel nach Absprache und Snacks bereithalten. Im Sport unterstützt das Buch dabei, Trainingspläne flexibel zu gestalten, vom lockeren Ausdauerlauf bis zu Kraftphasen in zykluspassenden Fenstern. Auch die mentale Gesundheit kommt nicht zu kurz. Schwankungen in Stimmung und Antrieb werden normalisiert, ohne sie zu bagatellisieren. Das Buch unterscheidet zwischen üblichen Veränderungen und sehr belastenden Mustern wie PMDD und ermutigt, professionelle Hilfe zu suchen, wenn der Alltag dauerhaft beeinträchtigt ist. Tagebuchmethoden helfen, Auslöser zu erkennen und Coping-Strategien zu entwickeln. Ebenso finden intime Themen Platz, etwa Sexualität während der Periode, Hygieneaspekte und Grenzkommunikation stets mit Fokus auf Einvernehmlichkeit und Komfort. Schließlich fördert Mut zum Blut Gemeinschaft. Es regt an, sich mit anderen auszutauschen, Ressourcen zu teilen und aus Erfahrungen zu lernen. Gleichzeitig warnt es vor pseudowissenschaftlichen Heilsversprechen und empfiehlt, Informationen zu prüfen und auf seriöse Quellen zu setzen. Diese Verbindung aus empathischer Kommunikation, pragmatischen Alltagsstrategien und kritischem Denken macht das Buch zu einem verlässlichen Begleiter, um im Zyklus gut für sich zu sorgen und Beziehungen zu stärken. Zusammenfassend: Mut zum Blut ist ein Buch für alle, die Menstruation erleben, dafür Verantwortung tragen oder darüber aufklären möchten. Jugendliche finden einen sicheren Einstieg ohne Peinlichkeit. Eltern erhalten Sprache und Struktur für gute Gespräche. Lehrkräfte und Schulsozialarbeit bekommen didaktische Anregungen und Materialien. Gesundheitsfachkräfte profitieren von der Perspektivenvielfalt und verständlicher Kommunikation. Führungskräfte und Personalverantwortliche erfahren, wie man periodenfreundliche Strukturen schafft. Und Verbündete lernen, wie sie unterstützen, ohne zu bevormunden. Wer Menstruation bisher vor allem als Problemfeld kannte, entdeckt hier ein Feld der Gestaltung. Warum dieses Buch einen Platz im Regal verdient. Erstens verbindet es wissenschaftlich fundiertes Körperwissen mit alltagstauglicher Praxis. Die Informationen sind klar, inklusiv und sorgfältig kontextualisiert, sodass sie direkt umsetzbar sind. Zweitens geht das Buch über reine Wissensvermittlung hinaus. Es liefert Werkzeuge für Aktivismus im Kleinen wie im Großen, von Checklisten und Mustervorlagen bis zu konkreten Gesprächsstrategien. Drittens überzeugt der Ton. Cella Quint schreibt respektvoll, humorvoll und empowernd, ohne Erfahrungen zu verharmlosen. Diese Mischung macht auch schwierige Themen zugänglich. Für das eigene Leben bedeutet das mehr Sicherheit im Umgang mit dem Körper, bessere Entscheidungen bei Produkten, weniger Stress durch vorausschauende Planung, mehr Selbstwirksamkeit in medizinischen Gesprächen und mehr Solidarität im Umfeld. Wer sich informiert, spart Geld, reduziert Müll, beugt Missverständnissen vor und gewinnt Handlungsspielraum. Im Vergleich zu anderen Büchern punktet Mut zum Blut mit seiner konsequent inklusiven Haltung, der Verbindung aus Biologie, Kulturkritik und Politik sowie mit pragmatischen Schritt-für-Schritt-Empfehlungen. Es hilft nicht nur, die eigene Periode besser zu verstehen, sondern auch Strukturen zu verändern, die Menstruation unnötig erschweren. Genau deshalb ist dieses Handbuch eine sinnvolle Investition für alle, die Gesundheit, Gerechtigkeit und Selbstbestimmung stärken wollen. Wenn Sie unterstützen möchten, Cella Quint, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.